Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und diejenigen, die meine Videos schon ein bisschen länger schauen, die wissen, dass ich sehr, sehr großer Fan der Budgetplanung bin. Und an diejenigen, die neu hier sind, hi, mein Name ist Pia und ich liebe Budgetplanung. Mein Mann und ich haben schon seit Jahren ein festes Budget für unsere Ausgaben, die den Haushalt betreffen. Das heißt, wir haben pro Monat einen bestimmten festgelegten Geldbetrag zur Verfügung, mit dem wir all das besorgen und kaufen, was für den Haushalt gebraucht wird. Also die Ausgaben, die zwingend nötig sind, heißt Lebensmittel, Pflegeprodukte etc. Die Vorteile der Budgetplanung sind einfach, dass man dadurch seine Ausgaben genauestens im Blick hat. Man geht bewusster einkaufen, macht kaum noch Impulskäufe und schlussendlich spart man dadurch einfach Geld. Ich habe es eben schon gesagt, wir machen das schon mehrere Jahre und über die Jahre haben wir einiges dazu gelernt, haben gelernt, wie wir am besten mit der Budgetplanung zurechtkommen. So ein paar Tricks und Kniffe, die es uns einfach leichter machen, mit einem bestimmten Budget zurechtzukommen. Und falls auch ihr mit der Budgetplanung loslegen möchtet oder vor kurzem damit angefangen habt und noch so ein paar Fragen habt, habe ich in diesem Video so ein paar Tipps für euch zusammengefasst. Bitte denkt daran, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr es hilfreich findet und wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, ob das Thema Budgetplanung für euch interessant ist, ob ihr damit vielleicht schon angefangen habt oder ob ihr es angehen möchtet in der Zukunft. Kurz vorweg, in diesem Video beziehe ich mich nur auf Ausgaben wie Lebensmittel, Pflegeprodukte, Putzmittel etc. Alles, was man so für den Haushalt braucht. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie wir auch alle anderen Ausgaben handhaben, wie Miete, Versicherung, Auto und so weiter. Das verlinke ich euch hier oben. Also wenn ihr so einen gesamten Überblick haben wollt mit auch diesen Ausgaben, schaut in diesem Video gerne vorbei. Da zeige ich euch, wie wir da das Budget handhaben, wie wir es auch schaffen, da tatsächlich auch so ein bisschen Geld immer mal wieder zu sparen, beziehungsweise wie wir es schaffen, uns auch einen Puffer aufzubauen. Am Anfang dieses Videos beschäftigen wir uns jetzt aber erstmal damit, wie wir erstmal überhaupt so ein Budget festlegen. Und im Anschluss daran gebe ich euch so ein paar Tipps aus meiner Erfahrung, wie es einem am leichtesten fällt, dieses Budget auch tatsächlich einzuhalten. Bevor ihr damit loslegt, muss man natürlich erstmal wissen, wie hoch sind überhaupt meine monatlichen Ausgaben für Lebensmittel und so weiter. Das heißt, um zu wissen, was für einen Geldbetrag man überhaupt festsetzen muss, ist klar, dass man erstmal wissen muss, wie viel man auch überhaupt braucht im Laufe eines Monats. Deswegen wäre mein Tipp für den Anfang, mal einen Monat lang sämtliche Kassenzettel zu sammeln. Erstmal, um überhaupt so einen Überblick zu bekommen, was man im Monat so ausgibt, weil ganz häufig weiß man das gar nicht so genau. Früher ging mir das auch so. Man stand halt an der Kasse, man hat eingekauft, hat bezahlt und letztendlich hat man gar nicht so genau drauf geachtet, wie hoch denn jetzt dieser Betrag an der Kasse tatsächlich war. Man hat seine Karte gezückt, bezahlt und gut ist. Kassenbon wurde auch nicht aufbewahrt, direkt weggeschmissen, brauche ich nicht. Und genau das ist der Fehler. Zumindest ist das bei uns der Fehler gewesen, weil so passiert es einfach ziemlich schnell, dass man über seine Verhältnisse einkauft. Und wer keine Lust auf große Zettelwirtschaft hat, der kann ja auch erstmal einfach eine Notiz in seinem Handy anlegen und nach dem Einkaufen dann einmal kurz in diese Notizen nur kurz den Gesamtbetrag des Einkaufs reinschreiben. Es geht einfach darum, wenn es euch wie mir früher ging, dass ihr eigentlich so gar nicht genau wusstet, wie hoch im Monat so eure Ausgaben wirklich sind. Häufig verschätzt man sich da ja auch. Also man denkt ja so, oh, das sind so ungefähr so und so viel. Aber wenn man es mal nachrechnet, merkt man, dass der Betrag dann vielleicht doch ein ganz anderer ist. Es geht darum, ein Gefühl zu bekommen, wie hoch sind meine monatlichen Ausgaben. Und das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt, denn es bringt einfach überhaupt gar nichts, wenn man sich wahllos ein Budget setzt und sagt, so, unser Budget für den Monat liegt jetzt bei 200 € für Lebensmittel, aber man mit diesem Budget einfach überhaupt nicht die Ausgaben decken kann. Es bringt halt nichts. Das ist halt nichts anderes als frustrierend und führt dann halt dazu, dass man es wieder komplett sein lässt, weil man denkt, bringt ja eh nichts. Aber ich sage euch, es bringt so viel, da am Ball zu bleiben. Deswegen ein realistisches Budget setzen. Ein Budget, das
möglich ist von euren Einnahmen her, logischerweise. Gleichzeitig sollte das Budget natürlich auch nicht zu hoch angesetzt sein, weil man möchte das Ganze ja machen, um zu sparen oder um am Ende des Monats vielleicht auch ein bisschen Geld übrig zu haben für andere schöne Dinge. Daher, ganz wichtig, der erste Punkt, überprüfen, zusammenrechnen und danach dann das Budget festlegen. Wenn ihr dann merkt, so dieses Budget reicht trotzdem nicht, wenn ihr die Kassenzettel aufbewahrt habt, würde ich da auch einfach da mal drüber gucken und mal in euch gehen und überlegen, was von diesen Ausgaben muss denn jetzt wirklich zwingend sein? Das ist auch etwas, das wir angepasst haben. Brauche ich jetzt wirklich die 2 Tafeln Schokolade oder reicht vielleicht eine? Wie so häufig ist es dann ja bei diesen Sachen, Kleinvieh macht auch Mist. Es sind häufig dann so diese kleinen Impulskäufe, die man noch mit dazu packt, von denen man denkt, oh ja, sieht lecker aus, habe ich gerade jetzt in diesem Moment Lust drauf. Und das läppert sich dann halt alles und ja, übersteigt dann letztendlich das Budget. Das Ganze ist irgendwo ein Lernprozess und ich habe auch schon gesagt, wir haben über die Jahre immer mal wieder was angepasst. Wir haben entweder das Budget angepasst nach oben oder auch ja, das so ein bisschen anders aufgeteilt. Erzähle ich gleich auch noch mal was zu. Was wir aber machen, seit wir eben diese Budgetplanung machen, ist eine feste Speiseplanung und einmal die Woche einen Großeinkauf machen mit Einkaufszettel. Das heißt, wir gehen nicht mehrmals die Woche einkaufen für 2, 3 Tage, sondern machen wirklich einen riesengroßen Einkauf. Bei einem Einkauf wird man ja doch immer mal wieder dazu verleitet, habe ich eben schon erzählt, hier links und rechts ein paar Sachen in den Einkaufswagen zu packen und so ein bisschen darf natürlich auch sein, aber je häufiger man einkauft in der Woche, desto mehr Impulskäufe tätigt man natürlich. Und wenn man das einmal die Woche macht, reduziert man einfach allgemein seine Einkäufe. Und ich habe es gerade schon gesagt, Speiseplanung geht auch nicht ohne Plan einkaufen, sondern überlegt euch, was möchte ich diese Woche alles kochen, was brauchen wir ganz genau und schreibt euch diese Gerichte auf, macht euch danach eine Einkaufsliste und haltet euch an diese Liste. Ganz allgemein zum Thema Speiseplanung, so ein paar Tipps und Tricks, wie man da rangeht und so ein paar Einsteigertipps auch dafür habe ich auch schon mal in einem anderen Video gemacht, verlinke ich euch ebenfalls hier oben. Das heißt, schaut da auch sehr gerne vorbei. Bei uns war das früher so, dass wir ein festes Monatsbudget hatten, das wir in einem Briefumschlag aufbewahrt haben. Ich habe schon mal über die Briefumschlagmethode gesprochen. Dieses feste Monatsbudget war in einem Briefumschlag, den haben wir mit zum Einkaufen genommen und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass für den letzten Einkauf des Monats durchschnittlich einfach viel weniger Geld zur Verfügung war wie für die anderen Einkäufe. Und das war dann natürlich blöd, weil es war beim letzten Einkauf im Monat nicht mehr ganz so viel Geld da. Das heißt, entweder musste man dann da schon ordentlich knapsen oder wir mussten das dann halt doch aus eigener Tasche irgendwie auffüllen. War ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Was wir daraufhin gemacht haben, ist, dass wir kein monatliches Budget für Lebensmittel mehr haben, sondern ein wöchentliches. Und was wir auch gemacht haben, wir haben den Betrag auch tatsächlich gar nicht angepasst. Wir haben nicht das Budget aufgestockt, sondern wir haben das einfach durch 4 geteilt und haben uns so ein Kellnerportemonnaie besorgt, wo ganz viele verschiedene Fächer drin sind. Und pro Fach ist jetzt eine Woche, da ist in jedem Fach, also 4 Fächer, der gleiche Budget für den Wocheneinkauf drin. Und dann haben wir noch ein Fach für DM, wo dann halt alles, was an Putzmittel, Pflegemittel und so weiter für verwendet wird. Das haben wir nicht auf die Woche aufgeteilt, sondern das ist tatsächlich ein Budget pro Monat. Aber nur für Lebensmittel haben wir 4 mal Wochenbudget in diesem Portemonnaie. Und siehe da, auf einmal kamen wir wieder damit hin, obwohl wir das Budget an sich nicht geändert haben. Deswegen, wenn ihr mit diesem monatlichen Betrag nicht so ganz hinkommt, splittet euch diesen gleichen Betrag einfach mal auf die Wochen auf, einzeln. Und das Portemonnaie, so ein Portemonnaie bekommt ihr überall. Ich verlinke euch unseres mal in der Infobox, falls das für euch interessant ist. Aber so ist es wirklich super praktisch. Wir nehmen das komplette Portemonnaie einfach immer mit, haben nicht mehr diese Umschläge rumfliegen und damit kommen wir einfach viel, viel besser zurecht. Generell finde ich es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich an ein bestimmtes Budget halten möchte, dass man nur mit Bargeld hantiert. Wir machen das so, dass wir am Anfang eines Monats das komplette Budget abheben und auf das Portemonnaie aufteilen und das reicht dann so für den ganzen Monat. Man kann sich natürlich auch extra für diesen Zweck ein eigenes Konto anlegen und dass man alle Lebensmitteleinkäufe etc. nur von diesem Konto mit Karte bezahlt. Aber generell muss ich sagen, erfahrungsgemäß
fällt es einem mit Bargeld einfach leichter, weil man hat das Geld in der Hand. Man sieht es wortwörtlich schwinden und dann überlegt man sich halt doch mehrmals, so brauche ich jetzt wirklich das oder kann ich auch darauf verzichten? Außerdem muss ich bei mir auch ganz ehrlich sagen, bei Kartenzahlung werde ich dann doch häufiger mal dazu verleitet, ein Budget zu überschreiten, weil man denkt sich, ah ja, ich gleiche das dann wieder aus und ja, wie gesagt, es passiert einfach bei Kartenzahlung, zumindest ist es bei mir so, relativ schnell, dass man sich eben nicht an sein Budget hält. Einer der wichtigsten Punkte für uns ist auch, dass wir private Ausgaben und die Ausgaben, die unseren gemeinsamen Haushalt betreffen, nicht mischen. Wir halten das ganz getrennt. Wir handhaben das so, wir haben ein Haushaltskonto angelegt und von diesem Haushaltskonto gehen alle Rechnungen ab, die uns beide betreffen. Das heißt Miete, Versicherung und so weiter. Und von diesem Haushaltskonto heben wir auch am Anfang des Monats immer das Budget für das Portemonnaie ab. Und jeder von uns überweist am Anfang eines Monats einen von uns festgesetzten Betrag auf eben jenes Haushaltskonto. Ich verweise nochmal auf mein Video, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, wie wir dieses Budget, das große ganze Budget für dieses Haushaltskonto festgesetzt haben, erkläre ich euch da. Da sind nämlich auch Sachen mit drin, wie Geschenke für Familie etc. Also ja, schaut da sehr gerne auch vorbei. Von dem Bargeld, das wir für unser gemeinsames Portemonnaie abheben, werden auch wirklich nur die Sachen bezahlt, die uns beide betreffen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu DM gehe und neue Zahnpasta kaufe und noch neue, keine Ahnung, Duschgel, Shampoo und so weiter, was man halt alles so braucht. Aber ich merke, oh ja, ich brauche ja noch eine neue Mascara. Dann mache ich das an der Kasse halt tatsächlich so, ich trenne die Sachen. Das Shampoo, Zahnpasta etc., weil Shampoo brauchen wir beide. Das zahle ich dann von dem Haushaltsportemonnaie. Meine Mascara zahle ich aus meiner eigenen Tasche, weil das gehört halt nicht zum Haushalt für mich. So, meine Schminke, die zahle natürlich ich. Also, wie gesagt, wir haben hier eine ganz strikte Trennung zwischen unseren privaten Ausgaben und den gemeinsamen Ausgaben. Und das würde ich auch sehr empfehlen. Aber das muss man ja auch nicht nur machen, wenn man einen gemeinsamen Haushalt hat, sondern das kann man ja auch genauso trennen, wenn man jetzt beispielsweise alleine wohnt, da alle Ausgaben, die Lebensmittel und so weiter betreffen, trennen von denjenigen, die man halt privat nur für sich jetzt zum Spaß irgendwie trifft. Spaß ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, denn wer sich jetzt fragt, Pia, wo ist denn da der Spaß, wie jetzt mal Restaurantbesuche und so, wie machst denn du das? Folgendes. Natürlich möchte man sich hin und wieder mal diesen Luxus leisten, dass man essen geht oder sich Essen bestellt. Aber ich sage aus einem bestimmten Grund Luxus, denn für mich ist es das im Grunde. Essen gehen ist für mich eine Ausnahme. Das ist für mich keine Gewohnheit. Ich kenne das einfach so, das war schon immer so bei mir. Essen gehen ist nichts, was man in einer Regelmäßigkeit macht, sondern wirklich in Ausnahmefällen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so dieses ganze Budgetplanung etc., das machen wir ja nicht einfach ohne Grund. Wir kommen sehr gut zurecht, aber eben weil wir das Ganze so machen mit der Budgetplanung, Speiseplanung etc. Und weil wir eben solche Luxusausgaben wie Restaurantbesuche auf ein Minimum runtergeschraubt haben. Und wenn uns dann mal danach ist, dann handhaben wir das meistens so, dass wir das Geld sammeln, das bei uns am Ende eines Monats übrig bleibt. Und das passiert tatsächlich. Also es passiert tatsächlich, dass mal sind es kleinere Beträge, wie jetzt 5 oder 10 Euro, die am Ende eines Monats immer noch im Portemonnaie sind. Das kommt dann zur Seite und wird gespart für eben solche Restaurantbesuche oder Essen bestellen oder was. Manchmal sind die Beträge auch deutlich größer. Also wir hatten jetzt letztens mal 50 Euro tatsächlich übrig. Das passiert, ist aber auch ja, einfach eine Ausnahme, dass das passiert. Deswegen passen wir das Budget auch nicht nach unten hin an, sondern wenn es denn dann mal so ist, nehmen wir dieses Geld und packen es zur Seite und nutzen es dann für Restaurantbesuche, um mal frühstücken zu gehen oder. Dieses Geld nutzen wir auch, um Fisch beispielsweise zu kaufen. Das habe ich auch schon mal in einem Video, glaube ich, erzählt. Wir nehmen dann dieses Geld und fahren zu Metro und kaufen da frischen Fisch in Mengen und frieren das ein, oder wir nutzen dieses Geld, um unseren Kaffee zu kaufen, habe ich auch schon mal erzählt, weil wir den immer auch in rauen Mengen kaufen, um da immer genug von zu haben, weil wir den auch immer nur im Angebot kaufen.
Genau, das sind halt so diese Sachen. Und wenn uns sonst mal danach ist, dass wir sagen, so, wir gehen jetzt essen, dann nutzen wir das halt nicht aus dem Haushaltskonto, sondern von unserem privaten Konten. Eine Alternative dazu, wenn man jetzt nicht häufig Geld irgendwie übrig hat am Ende eines Monats, eine Alternative wäre dazu ja, dass man sich von Anfang an, also für euch, falls ihr das unbedingt möchtet, dass man sich ja von Anfang an auch nochmal so ein extra Spaßbudget anlegen kann. Das heißt irgendwie zum Beispiel jetzt, wenn ihr das so macht wie bei uns, dass ihr ein weiteres Fach in diesem Kellnerportemonnaie macht und sagt, okay, pro Monat haben wir jetzt 25 € Spaßbudget oder wie viel auch immer und dann solche Ausgaben nur aus diesem Fach im Portemonnaie tätigt. Da muss man sich einfach, glaube ich, im Klaren darüber sein, wie viel man sich leisten kann und auch leisten will. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video noch ein paar hilfreiche Tipps geben zur Budgetplanung. Wenn ihr auch noch Tipps habt, schreibt sie unbedingt in die Kommentare, damit ich sie lesen kann und alle anderen auch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.